Leute, es ist mal wieder soweit, wir gehen in die neueste Challenge rein. Diesmal darf ich Octagon-Veteran und UFC-Fighter Khalid Taha begrüßen. Wir bestellen XXL-Pasta, wieso, weshalb, warum, das werdet ihr sehen. Let's go! Meine Lieben, und damit herzlich willkommen nochmal zurück zu einem neuen Video auf unserem Kanal und ich darf jetzt nochmal herzlich Khalid Taha begrüßen. Vielen Dank. Wie gesagt, ehemaliger UFC-Fighter. Richtig. Und du hast mir jetzt erklärt, jetziger Octagon-Kämpfer. Ja, genau. Was sind die Unterschiede? Ich will es nur kurz wissen. Ganz einfach erklärt, Europa League, Champions League, einfach verschiedene Organisationen. Okay, Ja, weil ich weiß nicht, ob ihr es wisst, aber jetzt, wo wir das aufnehmen, hast du jetzt gerade erst einen wirklich wichtigen Kampf in Deutschland hinter dir, ne? Der, ich sag mal, nicht zu deinem Gunsten ausgefallen ist, so viel sei schon mal gesagt. Viele von euch haben das gesehen und ich bin gar nicht so in der Bubble drinne. Wir wollten schon ewig drehen. Ja, richtig. Und jetzt kam das irgendwie zustande kurz danach und irgendwie seitdem bist du auf meiner For You-Page nicht mehr wegzukriegen. ich glaube, wir waren in der letzten Zeit bei allen auf der For You-Page. Ja. Aber ja, bei dir ist es genau das Gleiche. Ja. Vor allem in meiner Diät, also alle, die sich auskennen mit unserem Sport, wir machen extrem strenge Diäten. Und da hast du auf meiner For You-Page geschlafen. Ich weiß. Ich habe ja selber früher oder diät ja immer wieder und ich kenne das, dass man sich dann diese ganzen Cheat-Videos anguckt, immer einer, der viel isst. Und deswegen liebe Grüße. Ich weiß, dass so viele von euch dabei sind, die ein bisschen Diäten oder ein bisschen Wettkampfvorbereitung, Bodybuilder, alle Sportler, aber auch alle sonst, die gucken. Wir wissen, worauf es geht. Dafür machen wir die Videos, Unterhaltung, Exakt pur und heute XXL-Bestellung. Heute gibt's Pasta, habe ich gehört. Genau, weil wir sind nämlich hier bei Pizza Boy in Offenbach und ich hatte heute Morgen schon mal einen ersten Dreh, wo wir einen XXL viranen Schnitzelturm gemacht haben. Wahnsinn. Und da hatten wir tatsächlich, deswegen, das war spontan jetzt, Genau. gestern oder so noch geschrieben oder heute Morgen sogar erst. Heute Morgen war das, ja. Gefragt, wie sieht's aus? Ja, ich bin in Frankfurt, ich auch. Sollen wir nicht näher XXL oder mal schön was zu am Essen gehen? Und so sind wir da heute bekommen. Und da sind wir zu Pizza Boy gefahren, denn da ist mir oder euch schon mal was aufgefallen, wo ihr mal immer wolltet, dass wir das machen. Und zwar, ich weiß nicht, ob du das Konzept kennst, die haben bei Pizza Boy nämlich, klar, ist eine Kette, haben die unter anderem My Pizza und My Pasta. Und da kann man quasi, so habe ich es jetzt rausgelesen, seine Pizza, ich sag mal Classic, Medium, Maxi bestellen. Genauso wie verschiedene Pasta. Und kann dann, ich sag mal, Soßen auswählen, Basic-Zutaten und die Deluxe-Zutaten, also ich sag mal bis zu 30 Dinger oder so. Komplett zusammenstellen. Und ich habe mir jetzt die Idee gehabt, du hast gerade oder musst auch immer gut laden, du hast gerade einen Wettkampf hinter dir. Ja. Ich bestelle immer so viel wie geht oder auch gern was Großes. Was hältst du davon, wenn wir jetzt hier, sage ich mal, alle Pasta bestellen Ja, und alle Toppings dazu? ich bin dabei. Pasta ist gut, vor allem, weil ich habe extrem lange keine Pasta mehr gegessen. Ja. Ich habe in der Diät komplett auf Pasta verzichtet. Ja, ne, Kohlenhydrate schon, aber ich habe halt lieber voluminös durch Kartoffeln gegessen. Kartoffeln, ich kenn's. Genau. Reis. Deswegen hatte ich Ewigkeiten keine Pasta mehr. Ja. Also ich bin auf jeden Fall heute Team Pasta. Also lass uns alles auseinander Und ich nehmen. hatte tatsächlich zuletzt noch die größte Pizza Europas und muss dir sagen, Ja, die siehst hängt du? mir auch noch ein bisschen quer. Was passt dann besser? Meine Lieben, mein lieber Khalid, dann würde ich doch sagen, lasst uns die außergewöhnlichste Pizza Boy Pasta Bestellung machen, die es vielleicht bisher gab. Let's go. Dann gehen wir rein. So, mein Lieber, bist du ready? Bist du ready? Ich bin sowas von ready. Oh, das sieht so Ich geil glaube, aus. das ist das erste Mal, dass ich selber eine Bestellung abholen kann. Unnormal. Haben wir gut bestellt, oder? Unnormal, ich schwöre dir. Also, ich habe mal hier unsere Rechnung, was ich für uns bestellt habe. Ich habe das, was wir gemacht haben, ne, für euch immer alle auch zur Kenntnis. Wir haben einmal eine Spaghetti, hier, ne, quasi mit Paprika, rote Zwiebeln, Gran Padano, Putenschinken und Rindfleischsoße, also ich sag mal Bolognese. Ja. Dann haben wir die Penne mit Riesengarnelen da vorne. Die ist mit Oliven, Thunfisch, milde Peperoni und Tomatensoße. Dann haben wir einmal die Tagliatelle mit frischen Champignons, Lachsfilet, Blattspanat, Currysoße. Ich sag ja, ich habe mir so echt überlegt, weil das mussten die Richtig geil. richtig so Kombination überlegt. Und die letzte ist Hähnchenbrust, Mozzarella, Gorgonzola mit Kirschtomaten. Total. Und einer Pesto-Soße. Also wirklich alles richtig geil. Ja? Ich hoffe, ich konnte dir damit eine Freude machen. 100%. Und wir beide haben hoffentlich eine geile Bestellung. Auf jeden Schreibt es Fall. gerne mal in den Chat. Hättet ihr eine andere Kombination geschrieben oder hättet ihr eine andere Bestellung gemacht von den Soßen oder von den Toppings her? Ich finde es geil geworden, weil man kann ja wirklich bei Pizza Boy Made My Pasta das beliebig bestellen, wie man will. Und wir haben jetzt hier alle Toppings genommen, bis auf 2 Soßen, weil die haben 4 verschiedene Pastas und eigentlich 6 Soßen. Das eine wäre noch eine Tomate-Sahnesoße, also das gleiche wie die Tomate. Ja. Und das andere wäre, glaube ich, eine Sahne, irgendwas anderes noch, aber das passt auf jeden Fall. Das passt 100%. Und damit würde ich sagen, gehen wir rein, oder? Auf jeden Fall. Let's go. Meine Lieben, damit ist alles angerichtet für die größte Pizza-Boy-Bestellung, die wahrscheinlich Deutschland je gesehen hat. Khalid und ich werden das Ganze angehen, mal schauen, ob der UFC Octagon-Veteran heute das zweite Mal verliert oder ob wir gemeinsam als Tag-Team Einmal heute reicht. gewinnen. Einmal reicht. Mein Lieben, wir gehen rein in die Let's go. XXL Pizza Boy Bestellung. Let's go.
Sollen wir mal zusammen erst mal probieren? Was haben wir? Die, das sind die ich fang hiermit Tortellinis, an und ne? Ich glaube, die sind verdammt gut. Oh, heiß. Aufpassen. Ich liebe heißes Essen. Ich auch. Bei mir, weißt du, es kann nicht zu heiß sein. Ja, ist wirklich so, ne? Schmeckt sehr, sehr Schmeckt geil. Sehr, sehr geil. Ich würde sagen, dann gehen wir mal hier in die Lachs rein. Tagliatelle. Ich will mal hier die Gambas, Oliven. Auch geil. Sag ich dir ehrlich. Lachs. Ich bin Fan Lachs, Blattspinat. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Ich bin voll der Gambas-Fan. Okay. Lachs ist okay. Okay. Ich jetzt nicht, dass ich nicht mag, aber Boah, was für fette Gambas, meine Lieben. Ne? Schau ich mal, wie es am Dampfen ist. Ich zähle auf dich, mein Bester. Ich sag dir nachher, was die Platte gekostet hat. Und dann würde ich sagen, das Letzte. Und dann bin ich mal gespannt, was dein Favorite ist. Der Klassiker Bolognese, mein Lieber. Bist du eigentlich wie jetzt ich und du? Der hier? Oder bist du der hier Bolognese? Ne, ich bin so. Ich auch. Ich auch. Viele machen es ja so. Schreibt gerne mal in den Chat. Viele machen es ja auch so. Wow. Soll ich dir was sagen? Ich brauche normalerweise sehr lange, gerade bei vielen Sachen, wenn ich was probiere, um zu sagen, was mein Favorite ist. Was ist dein Favorite? Bolognese ist heftig. Bei mir die Tortellini. Bei mir das und das. Bei mir die Tortellini. Bei mir Tortellini, dann Lachs und ich glaube dann das und die als letztes sogar. Aber dann gönn... 1, 2, 3, 4. So. Okay, dann würde ich sagen, sind für dich auf jeden Fall schon mal die Bolognese. Und ich gönne mir vorne die Penne mit den Garnelen. Und du kriegst wahrscheinlich dann sogar noch ein bisschen mehr Tortellini und ich kriege noch ein bisschen mehr Lachs. Aber wir werden einfach wild und schauen einfach mal, dass wir gassen. Gibt es irgendein Topping, wo du jetzt hier sagen würdest, das würde dir gar nicht schmecken? Weil du hast gerade schon mal ein bisschen Lachs gesagt, wäre weniger. Auch so in die Richtung Muscheln und sowas. Kennst du? Boah, da bin ich Meeresfrüchte. Genau. Okay, das ist ja mein absolut Favorite. Ne? Echt? Ich liebe Meeresfrüchte. Ich liebe Meeresfrüchte. Ist meine absolute Lieblingspasta sogar. Hätte ich das vorher gewusst, hätte ich dich jetzt hier heute nicht eingeladen. Hätte ich ja vorher gewusst, hätte ich dich nicht eingeladen. Ist jetzt nicht so, dass ich nicht esse, aber ich würde es halt jetzt nicht so speziell, sag ich mal, selber bestellen, weißt du? Aber ich muss dir ehrlich wirklich sagen, also bei mir tatsächlich die Tortellini, die Lachs schmecken sehr geil. Klar ist natürlich auch eine Sahnesoße, die ist natürlich auch sehr mächtig. Aber ich liebe das mit dem Blattspinat, die Kombination. Ich liebe Lachs. Wie gesagt, jetzt auch hier Champignons, frische mit dabei, sieht man, ne? Also wir gehen auf jeden Fall jetzt erstmal rein, quatschen ein bisschen im Livestream. Ja. Und dann schauen wir mal, dass wir ein bisschen vorankommen, oder? Let's go! Meine Lieben, 13 Minuten ist on the clock, die Platte ist schon ordentlich leer geworden und wir haben unnormal viel Spaß. Also das kann ich jetzt schon sagen, wenn ihr im Livestream nicht dabei wart, schaut gerne in Zukunft im Livestream. Wir haben Ähnlichkeiten, wir haben darüber geredet, wie er 10 Liter Wasser trinkt am Tag und auch nicht auf Toilette muss, weil das alles ein bisschen mit Sport, Nahrung zu tun hat. Wir lieben beide Essen, wir lieben hier die Pasta. Wir haben auch schon beide gesagt, im Verhältnis dazu, wie groß die Pasta ist, dass es ja eigentlich auch eine Kette ist, schnell, wo man denkt, okay, ne, hier und da vielleicht trifft es nicht den Geschmack, haben die es top hinbekommen. Ne? Muss man wirklich sagen. Also Daumen hoch. Daumen wirklich hoch, geile Pasta. Und wenn ich mir die Pasta jetzt schon so anschaue, bin ich gespannt, ob wir es überhaupt schaffen. Und wenn ja, dann schreibt es gerne mal rein, was ihr vielleicht schon jetzt als nächstes Mal sehen wollt. Denn eins steht fest, wir verstehen uns gut, wir haben beide Spaß und es macht Bock und es schmeckt. Also besser geht's gar nicht. Also aber und seht ihr nochmal zusammen. Auf jeden Fall. Vor allen Dingen, ich sag mal, Dortmund ist jetzt auch nicht so weit weg. Nö. Und ich glaube, wir finden bestimmt schon noch das eine kulinarische, wo wir finden und so. Ne? Definitiv. Und ich sag mal, vielleicht muss ich demnächst einfach in seiner Ringecke stehen, mit einer Pasta in der Hand. Und dann wird auch kein Kampf mehr verloren, denn da lade ich den Typen einfach die ganze Zeit. Ja? Und umgekehrt steht er demnächst in meiner Corner, wenn irgendeine schwierige Challenge geht. Also, ihr seht, wir haben einfach Spaß, macht Bock. Und ja, Lieblingspasta haben wir weiterhin gefunden. Du bist echt die Tortellini am Weghauen, ne? Ich bin hier überall hier. Ja. Ich habe mich nur vom Lachsberg gehalten. Weißt du, was ich auch geil finde? Deswegen liebe ich aber Essen, auch wenn es groß und vielseitig ist, wenn man so verschiedene Geschmäcker in einer Mahlzeit hat. Ne? Weil so kannst du immer mal wieder da. Ist schon geil. Ich liebe das auch. Ich bin auch so. Von allem immer etwas, ja. Das ist so geil. Ja. Deswegen liebe ich auch, ich sag mal, weißt du, sage ich für einen Landsmann? Libanese, ja. Auch diese Küche oriental, weil bei euch ja auch immer sehr groß immer am Tisch ist, aber viele verschiedene Sachen. Weißt du, was ich meine? Immer Das so ein bisschen von allem. Bei libanesischem Frühstück oder auch türkischem orientalen Frühstück siehst du ja ja immer dieses komplette Buffet und ich feiere es einfach, weil da kannst du halt überall snacken. So, ne? Ja, Mann. Also, meine Lieben, wir machen weiter. 15 Minuten on the clock. Let's go. Meine Lieben, 21 Minuten on the clock und ich wollte dich gerade fragen, wie sieht es bei dir aus? Gut, ehrlich Du gesagt. kannst so gut essen? Ja. Also ich muss sagen, er ist einer wirklich derjenigen, die echt gut mithalten. Er hat auch, du hast doch gerade gesagt, du bist selber stolz auf dich, ne? Ja, das freut mich. Ihr seht aber, wie Spaß er am Essen hat. Ich liebe es allein jetzt schon. Er ist stolz, dass er so viel essen konnte. Geil. Aber Daumen hoch dafür jetzt schon. Also einfach geil. Also, ich bin mal gespannt.
ob wir die halbe Stunde so noch, ich sag mal, schaffen sogar zu essen. Ohne Stress jetzt ohne alles, aber ich bin echt optimistisch. Als ich die Platte gesehen habe, dachte ich mir so, also jetzt für mich als zweites und bei dir konnte ich es ja noch gar nicht einschätzen, weil ich dich noch nicht kannte. Da dachte ich mir, oi, mit dem einen oder anderen Gast wäre das heute vielleicht in die Hose gegangen. Aber mit dir bin ich jetzt schon sehr zufrieden. Also könnt ihr... Ich fühle mich auf jeden Fall gut. Freut mich, Meister. Also es freut mich, dass ich dir heute gut lagen konnte, aber das, was wir schon sagen, auch weil wir 30 Grad haben, das macht durstig, ne? Das ist eine stabile Ladung. Ich bin gar nicht, wie viel Kohlenhydrate wir geladen haben. Ja, und vor allem, ich sag mal auch, wie viel wir heute noch trinken. Weil das merken wir jetzt schon, ne? Also, meine Lieben, ihr seht's, es ist warm, aber es macht Bock, Spaß, schmeckt weiterhin gut. Und weiterhin ist es so, dein Lieblingspasta ist die Tortellini, ne? Ja, also die haben es mir wirklich hier angetan. Ja. Aber es wirklich, haben die wirklich gut gemacht, auch mit dem Hähnchen und so. Ja. Aber ich habe dir ja auch erzählt gerade, ne? Wegen der Diät. Ich habe lange keine Pasta Ja. reingelassen. Na, Nicht, weil ich auch- nicht durfte, wenn man- sondern weil kalorientechnisch haben Kartoffeln einfach viel höheres Volumen. Oder Reis oder was man dann noch isst. Ja, und so ein deswegen habe ich bisschen, zum Beispiel immer Kartoffeln gegessen, Ja. um auch richtig satt zu werden. Hatte Ewigkeiten keine Pasta mehr und jetzt direkt so eine... Deswegen sage ich ja, so verstehen wir uns gerade, meine Lieben. Hammer, ne? Soll ich dir noch was sagen, was ich früher gemacht habe? Ich habe immer Naturreis genommen, weil den habe ich dann 1 Stunde kochen lassen, anstatt 15 Minuten, weil der dann so dick wird. Das heißt, du hast anstatt 200 Gramm Reis, hast du 500 Gramm Reis, der aber fluffig war. Und Okay. einfach nur vom Volumen, ja, weil das Volumen größer war. So habe ich das gemacht früher, ne? Weißt du, was ich mache? Was? Ich strecke den mit Blumenkohl. Auch geil. Vertraut mir, Kartoffelpüree, Leute, das ist ein Hack, den ich in meiner Diät immer genutzt habe. Kartoffelpüree, Blumenkohl, pürieren. Streckt das damit. Ich verspreche euch, ihr kriegt die doppelte Menge und ihr habt 1:1 den gleichen Geschmack. Ah, ich sag ja. Und du weißt, guck mal, das Auge isst mit. Ja. Und auf einmal war auf meinem Teller, Ich weiß. während ich am Diäten bin, so eine Portion weiß. Kartoffelpüree. Und wie man sich darüber freut in der Diät. Übertrieben. Die Deswegen- Hälfte war halt nur Blumenkohl, Ja, ich weiß. aber ich konnte Das richtig Auge. Ich schaufeln weiß. und ich war happy. Ja, man freut sich aufs Essen. Das ist geil. unglaublich. Und du hast es gar nicht rausgeschmeckt. Gar Also, nicht. ich sehe schon die Geburtsstunde hier von einem zukünftigen Kochkanal. Schreibt's rein, meine Lieben. Machen wir hier noch die Soßen leer, Geil, Alter. weil Hater würden schreiben, nicht Challenge, nicht, also Essen nicht geschafft. Also, meine Lieben, ob du es glaubst oder nicht, ich habe es gerade noch angekündigt. Ja, siehst du? Unter einer halben Stunde haben wir das Ganze jetzt geschafft und damit die größte Pizza-Boy-Bestellung gemacht, die es in Deutschland, vielleicht sogar auf der Welt jemals gab, denn wir haben einfach die Speisekarte, was Pasta angeht, komplett hoch und runter hops genommen. Wahnsinn, oder? Ja. Was glaubst du, hat das Ganze gekostet? Ich habe es tatsächlich gerade gesehen. Hast du gesehen? Ja, deswegen kann Okay. ich. Aber ich habe es gesehen, ja. Aber ich muss zugeben, ich schätze es viel teurer eingeschätzt. Ich hätte es auch teurer Ne? eingeschätzt, weil Also ich habe mich nämlich gerade gewundert, weil du hast mir ja die Pasta alle gezeigt Ja. und habe es gesehen. Ich hätte es viel teurer eingeschätzt. Das waren jetzt 4 verschiedene. Ne? Wir hatten Spaghetti mit verschiedenen Belegen. Wir hatten eine Penne mit verschiedenen Belegen, Tagliatelle und Tortellini, weil es gibt diese 4 verschiedene Nudeln. Und wir haben quasi aber alle Toppings genommen. Wir hatten quasi immer eine Soße dabei, ne? Also auf jeder Spaghetti noch eine Soße. Und dann hatten wir alle Toppings. 16 verschiedene Toppings waren das noch neben Soßen und Nudeln. Und wir hatten Lachs und Hähnchen, Garnelen. Genau. Also nicht irgendwelche Toppings wie Champignons oder sonst was, sondern wirklich Lachs war dabei, Garnelen war dabei, Hähnchen war dabei, alle möglichen Käse, verschiedene Ja. Käsedinge. Also ich finde es sehr, sehr günstig. Ich sage euch aber auch gleichzeitig, und das zeigt wieder, wie positiv das Essen war und auch die Bestellung, die meisten sind wirklich drüber. Denn wir liegen bei genau 62,20 €, was diese XXL größte Pizzaboy-Bestellung, die man, glaube ich, überhaupt bestellen kann, ja, weil mehr geht nicht, hier absetzen kann. Und das war ja easy Und- für 4 Personen. Also Genau. das ist- Also, und viele von den meisten haben jetzt geschrieben 100 bis 150 € so, ne? Oder ich sag mal so circa roundabout 100 €, was viele geschätzt haben. Crazy. Wow, das ist echt gut, das ist echt billig. Also, Props gehen da an Pizzaboy raus. Auf jeden Fall danke, dass die das auch so hingemacht haben. Denn das sah ist auch super keine aus. Selbstverständlichkeit, wenn wir eine eigene Platte mitbringen, hier drehen dürfen und die wirklich, ich sag mal, so eine außergewöhnliche Bestellung machen an einem Tag, wo auch viele andere zu Hause bestellen. Ja. Also probiert das Ganze gerne mal aus. Deine Lieblingspasta jetzt? Also auf jeden Fall die, wie hieß die nochmal? Die Tortellinis, ne? Ja, und die... Die Bolognese. Bolognese war auch sehr, sehr lecker. Ich Ja. weiß, da war irgendwas so ein bisschen anders drin, glaube ich, als so eine normale... Das war eine wirklich eine Fleischsoße. Ja, diese Soße, Ja, hat so ja. richtig geilen Geschmack gehabt. Ja. Also die beiden kann ich euch zu 100% empfehlen. Ja. Also ich muss ja auch sagen, die Tortellini, weil ich liebe halt auch Pesto, die war nämlich mit Pesto, fand ich auch sehr geil. Ich habe tatsächlich danach, wäre ich eher noch in die Curry, weil das war eine Currysoße mit dem Lachs und die Spinat, weil ich einfach auch so ein Lachs-Fan bin. Ich glaube, dann würde bei mir die Garnelen kommen mit Tomatensoße und die Bolognese wäre bei mir hinten, weil ich bin nicht so der krasse Bolognese-Fan. Aber da kannst du sehen, war für jeden Geschmack was dabei, bis auf dass wir sehr ähnlich waren, was jetzt auch die Tortellini Pesto angeht. Ne? Mein Bester, ich danke dir für eine geile Challenge.
Und wir haben Ich gerade hab schon zu danken. gesagt, Danke, dass du dabei eins sein darf nicht durfte. fehlen. Nee, eins darf nicht fehlen. Dessert. Ein Dessert, was auch sonst. Ich hoffe, die haben hier, hallo, gibt's hier Dessert? Ja, wir müssen jetzt noch die, wisst ihr was? Dessertkühlschrank? Zum Glück gibt es hier nur, checkt das ganz gerne ab oder vielleicht wollt ihr das als nächstes bei uns bei Pizza Boy sehen. Es gibt ja auch die Made My Pizza. Das heißt, wir könnten Ja. das jetzt hier quasi noch einmal mit Pizza machen. Ja, ja. Schreibt's ja. rein, wenn ihr das sehen wollt oder andere Ideen. Aber jetzt machen wir Pizza eins. knallt auch gut, ja. Wir schauen mal, ob es auch Made My Dessert gibt und zumindest ein, zwei. Das machen wir nämlich jetzt noch. Ei, Dankeschön. Hab ich mir gedacht, wie kann der sich noch einen Nachtisch reinhauen? Und jetzt weißt du, wie es geht, ne? Ja, ich liebe es ja auch, weißt du? Oh, man darf ich nicht auf meine Seite stellen. Du weißt, glaube ich, wenn du mein Video schaust, mein Lieblingsnachtisch. Ich habe mir den direkt angeguckt, aber ich bin bei allem. Oh, okay, das sieht aber auch geil aus. Ich glaube, wir sind mit allem hier richtig. Ich glaube, wir sind echt gut bedient. Meine Lieben, da seht das, Dessert ist da. Und du hast auch gesagt, Schoko ist dein Favorite. Definitiv. Und ich würde sagen, dann lass uns doch mal, weil das ist mein Favorite. Also, weißt du, starte Laufcakes. gerne hier. Lass uns doch zusammen jeder mal eins probieren. Ja, gerne. Ja? Lass uns mal zusammen. Das sieht nach Tiramisu aus. Ja, und der sieht auch verdammt gut aus. Ja. Zum Wohl. Ich liebe es, wenn es so Kaffeegeschmack, ne? Geil, ne? Erdbeeren dazu. Also, wir gehen öfter zusammen essen. Ja, ihr könnt schreiben, was ihr Definitiv. wollt. Schreibt rein, aber trotzdem. Aber wir gehen öfter zusammen essen. Da ist der gleiche Geschmack. Und der ist übrigens auch alkoholfrei. Ja. Also, Genau, Halal-zertifiziert. Leute, alles Halal-zertifiziert. Alles halal-zertifiziert, für alle, die es interessiert wissen, ohne Alkohol auch hier, wird ja auch gar nicht verkauft und auch das Pasta, was wir hatten, alles quasi halal-zertifiziert. Mein Lieber, lass uns doch ins nächste rein. Yes, warte. Panna Cotta, denke ich mal, mit Erdbeere. Ich sag dir ehrlich, sag du es jetzt. Ich bin ehrlich gesagt nicht so ein Panna Cotta Fan. Ja. Ich finde es nicht schlecht, Ja. aber ich würde definitiv links und rechts bevorzugen. Also ich in der Regel auch. Ja. Es tut nur gerade so gut, weil es gerade aktuell so Frisch, heiß so ist kalt, und jetzt ne? gerade ein bisschen kühler dann dazu, weißt du. Und jetzt, und das heißt schon was, ich mag dich so sehr, du darfst in mein Lieblingsdessert das erste Stück, Aber das weißt Schöne, du, was hier wichtig ist? der ist schon so aus der Kern. Genau, Ich weiß. genau. Du genau. brauchst- du und kennst das es. ist schwer. Ich Das weiß. ist schwer. Deswegen du darfst. Ich gebe dir die Ehre heute. Gucken wir mal hier. Ja, der sieht schon gut aus hier. Oh. Und es ist Flüssiger Es ist Kern flüssiger hier. Kern. Lass dir schmecken. Danke doch. Oh, hi. Mega. Warm. Weißt du, was jetzt, glaube ich, geil ist? Das zusammengemischt? Bei mir fehlt jetzt dann, ich sag mal, wie im Restaurant jetzt so, klassisch, das Vanilleeis. Aber dadurch, dass er warm ist, mit der Panna Cotta, Vanilleeis, ja. Vanilleeis ist immer geil dazu. Gamechanger. Wow. Panna Cotta, das, Erdbeere, ey, mein Bester. Ich würde sagen, wir gehen noch rein in den Nachtisch. Auch den vernichten wir noch, ne? Aber ich danke dir jetzt schon mal für ein geiles Video. Ich hab zu danken. Danke, dass du Und dabei ich sag sein jetzt durfte. schon, ich freue mich unnormal jetzt schon. Ich kann es kaum erwarten, mit dir das nächste Mal wieder essen zu Ich gehen. glaube, das wiederholen wir auf Weil jeden das Fall. war nicht nur sympathisch, das hat mir super geschmeckt, Vielen super unterhaltsam. Also gerne wieder, schreibt's rein, wenn ihr das sehen wollt, mit Rally zusammen. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und ja, damit bleibt nichts anderes, außer zu sagen, wir gehen rein in die Desserts. Werden noch hier ein bisschen dreckig und mächtig, Yes. weil dann lassen wir uns doch gut gehen. Ne? Auf jeden Fall. Bis zum nächsten Mal. Wir nehmen keine Gefangenen hier. Ciao, ciao, meine Lieben.